In diesem Video werden wir den RSI-Indikator für 3 unterschiedliche Zeitrahmen nutzen, um ein Einstiegssignal kombiniert zu erstellen. Also schauen wir uns mal an, wie man so etwas mit MQL5 programmieren kann. In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der den Relative Strength Index RSI verwendet, um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir starten Meta-Editor, indem wir auf das kleine Symbol klicken oder F4 drücken. Zunächst binden wir die Datei Trade-MQH ein, die Handelsfunktionen bereitstellt. Dann erstellen wir eine Instanz der Klasse cTrade mit dem Namen Trade. In der Funktion OnTick berechnen wir zunächst den Ask-Preis mit Hilfe der Funktion SymbolInfoDouble mit dem Parameter SymbolAsk und normalisieren ihn auf die Anzahl der Ziffern des aktuellen Symbols. In ähnlicher Weise berechnen wir den Bitpreis mit dem Parameter SymbolBit. Wir erstellen eine String-Variable namens Signal, um unser Handelssignal zu speichern. Außerdem erstellen wir 3 Arrays, RSI Array Current, RSI Array 30 und RSI Array 60, um die RSI-Werte für verschiedene Zeiträume zu speichern. Wir definieren die Eigenschaften für den aktuellen RSI mit Hilfe der Funktion IRSI mit dem aktuellen Symbol, dem aktuellen Zeitraum, einem Zeitraum von 14 und dem Schlusskurs. Wir sortieren das Array RSI Array Current von der aktuellen Kerze abwärts mit Array Set as Series. Anschließend kopieren wir die RSI-Werte der aktuellen Kerze für die letzten 3 Kerzen mit Copybuffer in RSI Array Current. Wir berechnen den aktuellen RSI-Wert, indem wir das erste Element von RSI Array Current auf 2 Dezimalstellen normalisieren. Als nächstes definieren wir die Eigenschaften für den 30 Minuten RSI, indem wir die Funktion IRSI mit dem aktuellen Symbol, einem Zeitraum von 30 Minuten, einem Zeitraum von 14 Minuten und dem Schlusskurs verwenden. Wir sortieren das Array RSI Array 30 von der aktuellen Kerze abwärts mit Array Set as Series. Anschließend kopieren wir die RSI-Werte der aktuellen Kerze für die letzten 3 Kerzen mit Copybuffer in RSI Array 30. Wir berechnen den 30 Minuten RSI-Wert, indem wir das erste Element von RSI Array 30 auf 2 Dezimalstellen normalisieren. In ähnlicher Weise definieren wir die Eigenschaften für den 60 Minuten RSI, indem wir die Funktion IRSI mit dem aktuellen Symbol, einem Zeitraum von 60 Minuten, einem Zeitraum von 14 und dem Schlusskurs verwenden. Wir sortieren das Array RSI Array 60 von der aktuellen Kerze abwärts mit Array Set as Series. Anschließend kopieren wir die RSI-Werte der aktuellen Kerze für die letzten 3 Kerzen mit Copybuffer in RSI Array 60. Wir berechnen den 60 Minuten RSI-Wert, indem wir das erste Element von RSI Array 60 auf 2 Dezimalstellen normalisieren. Dann prüfen wir, ob der aktuelle RSI-Wert, der 30 Minuten RSI-Wert und der 60 Minuten RSI-Wert alle größer als 70 sind. Ist dies der Fall, setzen wir das Signal auf Verkauf. Sind alle 3 RSI-Werte kleiner als 30, wird das Signal auf Kaufen gesetzt. Wenn das Signal auf Verkauf steht und es keine offenen Positionen gibt, führen wir mit der Funktion Trade Sell einen Verkaufsauftrag für 10 Microlots aus. Die Parameter für die Verkaufsfunktion sind die Lotgröße 0,10, das Symbol 0, der Bitpreis, der Take-Profit-Preis, Bit plus 200 Punkte, der Stop-Loss-Preis, Bit 150 Punkte und ein Kommentar 0. Wenn das Signal Kauf ist und es keine offenen Positionen gibt, führen wir einen Kaufauftrag für 10 Microlots mit der Funktion Trade Buy aus. Die Parameter für die Funktion Buy sind die Lotgröße 0,10, das Symbol 0, der Ask-Preis, der Take-Profit-Preis, Ask 200 Punkte, der Stop-Loss-Preis, Ask plus 150 Punkte und ein Kommentar 0. Schließlich geben wir die aktuellen RSI-Werte und das Signal in das Chart mit der Funktion Kommentar aus. Wir drücken F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code macht, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn die Kompilierung funktioniert, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Der Expert Advisor sollte nun auf dem Chart zu sehen sein. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. In diesem Video haben wir gelernt, wie man einen Expert Advisor erstellt, der den RSI verwendet, um mit nur wenigen Zeilen MQL-Code Kauf- und Verkaufssignale zu erzeugen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Okay, ich hoffe, Sie sehen jetzt den RSI auf Ihrem Chart und auch die Werte für die unterschiedlichen Zeitrahmen. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der Code so bewirkt, dann ist vielleicht der Premium-Kurs auf unserer Webseite interessant für Sie. Für den Moment sage ich Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.